Was geschah zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Thüringen? Jüngst veröffentlichte Dokumente zeugen von mindestens 2 durch Geheimdienste bestätigte Atombombentests. Doch wo wurden diese Bomben gebaut? Etwa hier im Jonastal oder Ohrdruf? Stammt die Technologie für diese Waffen aus den unterirdischen Laboren unter dem Truppenübungsplatz? Wurde das spaltbare Material unter Ohrdruf mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern angereichert? Haben hier die Wissenschaftler einen Meilenstein der Menschheitsgeschichte gesetzt? Ich schaue mich an dem Ort um, an dem angeblich die erste Atombombe der Welt gezündet wurde. Ich besuche den Ort, an dem eine Zeitzeugin den Atombombentest beobachtet haben will. Liegt im Jonastal der Schlüssel zu den geheimen unterirdischen Forschungseinrichtungen des Dritten Reiches? Und was haben die Amerikaner, die mit aller Macht auf Ohrdruf vorgestoßen sind, wirklich gefunden? Liegt hier unter Ohrdruf der Entwicklungs- und Testort der ersten Atombombe der Menschheitsgeschichte? Hat hier das Dritte Reich eine Waffe mit nie dagewesener Zerstörungskraft getestet? Die Suche nach dem Testort der deutschen Atombombe. Ich habe das Landratsamt Ilm-Kreis um eine Stellungnahme zu dem Sachverhalt und der daraus resultierenden Erkenntnisse gebeten. Schriftlich habe ich den Sachverhalt und meine Fragen vorgelegt. Sehr geehrte Frau, mit Bezug auf unser heutiges Telefonat schildere ich Ihnen den Sachverhalt zu meiner Anfrage. Eine israelische Privatstiftung ließ im Jahre 2014 auf dem Hochplateau Gossel Bohrungen durchführen, um darunter befindliche Bauwerke aus dem Krieg zu lokalisieren. Die beiden Männer der Stiftung, die beim Landratsamt vorstellig geworden sind und die Genehmigung für die Bohrung beantragt haben, hinterließen offene Rechnungen in Höhe von ca. 60.000 €. Der damalige Landrat Reinhard Zobel erteilte daraufhin die Genehmigung für die Bohrungen. Die beiden Männer haben falsche Identitäten angegeben und hinterließen auch dem Ilm-Kreis Schulden für die Genehmigung der Bohrungen. Zudem bat man die Männer, die Ergebnisse der Bohrungen bekannt zu geben. Das blieb auch aus. Die Partei Die Linke hat diesbezüglich eine kleine Anfrage beim Landtag Thüringen gestellt. Die Beantwortung der gestellten Fragen war recht einfach gehalten und Ergebnisse der Bohrung konnten nicht bekannt gegeben werden. Das Landratsamt wollte bei der israelischen Botschaft in Berlin die Personen ausfindig machen. Meine Fragen wären dazu: Hat das Landratsamt Ilm-Kreis mittlerweile Erkenntnisse über die echten Identitäten der Männer und wurden gegen die Männer Anzeige erstattet? Wurde die Botschaft eingeschaltet und was war das Ergebnis? Gibt es Erkenntnisse über das Ergebnis der Bohrungen und/oder Indizien auf unterirdische Bauwerke unter dem Plateau? Wurden die Firmen Bohrfirma, Sicherheitsdienst und Geodienst mittlerweile entlohnt und gab es Schadensersatzansprüche gegen das Land oder den Kreis? Welche Beweise wurden dem Landratsamt Ilm-Kreis seitens der Männer vorgelegt? Baupläne, Luftbilder etc. Gibt es noch weitere Erkenntnisse zu der Privatstiftung und zu den diversen Genehmigungen, die zum Bohren seitens der Stiftung beantragt wurden? Gab es weitere Anträge für Such- und Bohrarbeiten seitens der Stiftung oder Privatpersonen im Gebiet Arnstadt, Gossel, Ohrdruf und Umgebung? Gibt es Erkenntnisse zu den angeblich durch Georadar lokalisierten bombenähnlichen Objekten unter den Hamster? Gerne würde ich einen Interviewtermin mit Ihnen vereinbaren. Telefonisch hat ein Sprecher des Landratsamtes meine Fragen beantwortet. Frage 1. Das Landratsamt geht davon aus, dass es sich um die echten Identitäten der beiden Personen gehandelt hat. Anzeige gegen die Person wurde nicht erstattet, um dem Steuerzahler weitere Kosten zu ersparen. Frage 2. Die israelische Botschaft wurde informiert. Weiteres Vorgehen ist unbekannt. Frage 3. Weitere Erkenntnisse zu den Bohrungen oder zu den unterirdischen Bauwerken liegt dem Landratsamt nicht vor. Frage 4. Erkenntnisse, ob der Schaden der Firma beglichen wurde, liegt dem Landratsamt nicht vor. Schadensersatzansprüche gegen das Land wurden nicht gestellt. Frage 5. Eine Delegation reiste aus Israel an, wurde beim Landratsamt vorstellig und gab an, dass sie auf der Suche nach der Geschichte ihrer Ahnen sind. Das ist ein sehr sensibles Thema mit dem Holocaust und die Vermutungen haben dem Landratsamt als Beweis ausgereicht, um die Bohrgenehmigung zu erteilen. Frage 6. Dem Landratsamt liegen keine weiteren Erkenntnisse zu der Stiftung vor. Frage 7. Dem Landratsamt liegen keine weiteren Erkenntnisse zu weiteren Bohrungen oder Nachforschungen vor. Frage 8.
Zu den bombenähnlichen Objekten hat man keine Erkenntnisse. Das Landratsamt hat keine Kenntnis von einem solchen Vorgang. Das Landratsamt setzte mir eine Möglichkeit, mit der Bohrfirma in Kontakt zu treten, in Aussicht. Man würde im Sinne des Datenschutzes vermitteln und mich über den Entscheid der Bohrfirma informieren. Ein Kollege hat bei der Bergsicherung Ilfeld angefragt, ob es Vorgänge und Akten zu dem Erdfall auf dem Truppenübungsplatz gibt. In diesem Schreiben heißt es: Ich habe im Rahmen einer Nachrecherche als freier Fotojournalist Fragen zu einer ZDF-History-Fernsehdoku. Diese ist am 3.11.2020 gesendet worden und auch bis zum 5.12.2022 in der ZDF-Mediathek. Der Titel: Geheime Unterwelten der SS, Wunderwaffen und Verstecke. Unter anderem geht es um den Truppenübungsplatz Ohrdruf. Ab Minute 26 wird ein filmisches Zeitdokument eingespielt, das die Befahrung von Bergleuten in einem Schacht zeigt, der sich auf besagtem Platz befinden soll. Russische Offiziere und Mitarbeiter der Staatssicherheit beobachteten die Aktion bzw. waren dessen Auftraggeber. Der dem ZDF zugespielte Film soll von der Stasi und vermutlich aus den Jahren 1988 oder 1989 sein. Denkbar auch kurz danach, vor Abzug der russischen Streitkräfte. Die gemachten Äußerungen der Bergleute im Einspieler sind interessant und geben eventuell Anlass für eine neue Doku über die Vorkommnisse im Jonastal und Umgebung. Zu damaliger Zeit war die Bergsicherung Ilfeld sicherlich der richtige Ansprechpartner für so eine schwierige Befahrung. Wenn ja, können Sie mir vielleicht anhand von Archivunterlagen sagen, ob die Aktion von Ihrer Bergsicherung durchgeführt wurde? Gibt es einen Ergebnisbericht, Zeichnungen etc. zu diesem Vorgang? Was wurde gefunden? Ungewöhnlich ist, dass die russischen Kommandanten offenbar wissen wollten, was im Untergrund ihres Übungsplatzes zu finden ist und gar deutsche Institutionen beauftragten. Wurde anschließend Maßnahmen zur Sicherung eingeleitet? Ist Ihnen Näheres bekannt? Über eine Nachricht von Ihnen oder eine dafür zuständige Abteilung wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen. Die Antwort war mehr als knapp gehalten. So heißt es in einem Antwortschreiben der Bergsicherung Ilfeld: Von einer Befahrung eines Erdfalls auf dem Truppenübungsplatz ist uns nichts bekannt. Wir sind beide der Meinung, dass man dort gezielt die Existenz der unterirdischen Bauwerke leugnet. Als verantwortliche Stelle müsste man nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Unterlagen über den Vorfall an diese Stelle übergeben haben. So, wir wollen jetzt nochmal Stollen 2 erkunden. Wir haben gerade gehört, da geht es wohl doch noch unter einer Mauer durch und dann doch noch ein Stück tiefer rein. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Ralf verschwindet schon im Schacht. Warten einen Augenblick, bis er weg ist. Und dann gehe ich hinterher. Wie war es jetzt gut? Rückwärts, vorwärts? Ist egal, ne? Rückwärts. Auch wieder rückwärts da rein. So, jetzt sind wir im Stollen 2. Ralf, was können wir denn hierzu sagen? Was meinst du? Also das heißt, der eigentliche Stollen ist da unten. Richtig. Der ist verschüttet. Wir sind ja noch auf dem Niveau, wo es versprengt wurde. Wo es versprengt Aber ist, ja. eigentlich Stollen, das Niveau ist weiter tiefer. Und wie man hier sieht, ist der Berg einmal durchgerissen. Ja, ja, da scheint ja auch Licht rein, ne? Hat sich komplett gesetzt. Ja. Und so. Und hier geht es dann auch noch rein in den Stollen. Hier geht es auf das Niveau des Stollens runter. Aber nicht weiter. Auch nicht weiter. Okay, gucken wir mal. Dann wollen wir da reingucken und da mal reingucken. Oh. So, jetzt sind wir im Stollen drin, im Stollen 2. Und noch Rohr drum. Hier sieht man so schön deutlich die Eisenbahnschwellen von der Feldbahnlauf. Ah ja, haben wir auch wieder Eisenbahn. Aber es ist auch wieder schwarz. Richtig? Es ist auch wieder schwarz. Außer da. Nein. Doch, guck mal da drunter. Nee. Klar. Es hat nicht die Schwärze wie drüben. Ja, aber es ist doch. Guck mal an die Decke. Ich behaupte, das ist einfach nur der dunklere Kalk. Also ich würde sagen, guck mal hier auch auf dem Boden. Also
tatsächlich. Es ist nicht so ein Ruß wie da drüben. Also ich würde jetzt sagen, behaupten einfach, dass es genauso aussieht. Und hier sind wir jetzt auf dem Niveau, wo der Querstollen hätte. Ja, wo der Querstollen, genau. Ja. Das ist jetzt. Schwierig zu sagen. Schöner Sachsteckel da oben drüber. Oh ja. Oh ja. Also ich würde sagen, vom Gestein her ist es tatsächlich so wie in den anderen Anlagen. Also von der Schwärze her. Ne? Behaupte ich nicht. Es ist bedeutend heller. Ja, es ist tatsächlich heller. Ich meine, die. Ruß drauf, das ist kein Ruß. Ich würde sagen, es sieht genauso aus wie drüben. Aber es kann auch sein, weil hier sieht man das schön. So, also ich würde sagen, hier, wenn wir hier drüber gehen, es ist auch schwarz tatsächlich. Hat aber nicht die Intensität. So, das ist aber doch, wenn es nass ist. Also ich würde sagen, warum es da oben dunkler ist, ne? Das heller, das ist dunkler. Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, genau. Und ich habe gerade mal angefeuchtet und man hat sofort einen schwarzen Finger. Ich würde sagen, es ist hier tatsächlich auch, würde ich jetzt sagen. Und das ist natürlich auch ja, eigenartig, ne? Also ganz ehrlich, dann hätte es ja hier auch in dem einzelnen Stollen dann quasi brennen müssen. Weil dieser Stollen Richtig. ist nicht mit den anderen verbunden. Richtig, genau. Also hätte es auch sein müssen. Und warum der hinten, vielleicht ist doch vom Gestein her, der hintere, der von 12 abgeht, wo es nicht ist, vielleicht ändert sich da das Gestein. So, und das ist im Prinzip hier natürlich, da hat der Berg einfach nachgegeben. Und das ist wirklich nicht breit hier. Oh. So Leute, ihr seht ja, es ist wirklich beengt hier. Bin mal gespannt. Also hier geht es hoch, über uns dringt Licht ein. Aber ich glaube tatsächlich, hier ist sowas wie Ende. Ja. Hier geht's hoch. Also hier hat der Berg einfach, ja, ist abgebrochen, wahrscheinlich durch die Sprengung. So hat das hier gerumst, dass einfach ein ganzes Stück von diesem Berg abgerutscht ist und hier so eine Spalte gebildet hat. Also, aber es geht hier nicht weit, es geht ein Stück nach hier, ein Stück nach hier und dann ist Ende. Und wie gesagt, wenn wir hochgucken, sehe ich da schon wieder das Tageslicht. Kannst du mir mal vielleicht kurz geben? Dass ihr das auch mal sehen könnt. Hier ist Ende, ja, auch Ende. Und da oben ist Tageslicht. Und das war es im Prinzip schon. Also mehr ist hier nicht. Boah, nicht gut. So, auch hier haben wir wieder schöne Engstellen, um reinzukommen. Vor allen Dingen tückisch. Ihr seid gerade drin und dahinter geht es direkt einen guten 1,20 Meter nach unten. Muss schon ein bisschen aufpassen. Aber auch hier, von hier gibt es keine weiteren Verbindungen. Es ist einzig und allein Stollen Nummer 2. So, der Ralf möchte mir gerne doch mal diesen Schacht hier nach unten zeigen. Jetzt haben wir eine Strickleiter hier dran am Baum befestigt. Und jetzt gucken wir uns das mal unten an, weil der Ralf war ja noch da, als es noch nicht ganz so eingefallen war. Wir gehen jetzt mal runter und schauen uns die Situation da unten jetzt an. Vielleicht kommen wir ja noch mal in den Gang, der in diese Richtung quasi in eure Richtung führt. Wir schauen mal. Letzte Worte? Glück ab. Glück ab. Ah ne, Glück auf. Glück ab ist falscher Mega. Ich darf das alles gleich noch mit Kamera machen. Ja, Herr Jemine. Das sieht aber anstrengend aus. Na ja.
Fall bitte nicht rein. Sicherheit geht immer vor Wirkung. Ne? Kannst du mir das mal eben geben? So, Freunde, ich nehme euch jetzt einfach mal mit hier runter. Ich hoffe, vom Licht her reicht das. Es ist dann doch dunkel. Kein Licht dabei jetzt. So, jetzt sind wir unten. Und jetzt sehe ich hier was? Nichts. Noch nicht. Ach, ich habe auch eine Lampe bei. Oh, tatsächlich. Da unten ist was. Also wir stehen jetzt hier mit 2 Mann und das ist ultimativ beengt. Und da geht es aber nicht tief rein. Naja, da liegt noch eine Armierungseisenstange. Okay. Weiter hinten. Die sehe ich schon gar nicht mehr. Doch, da sehe ich sie, ja. Und das muss wohl zu dem Parallelstollen da vorne war, der komplett eingestürzt ist gegangen. Ja, okay. So, was wir jetzt hier sehen, ist ein verengter Stollen, der wohl auch vorgegraben wurde, aber natürlich nicht weitergeht. Aber er soll, von der Richtung her, geht er ja direkt nach Osten zu den 10 Meter entfernten Stollen und dort ging in die gleiche Richtung, der ist jetzt leider eingestürzt, ebenfalls einer. Und bei dem anderen, der eingestürzt ist, war sogar unten Betonreste oder Beton zu sehen. Ja. So, und schon sind wir wieder an der Oberfläche. Ist wirklich interessant. Das haben Hobbyschatzsucher gemacht. Das ist wirklich schon sehr, sehr professionell gemacht, was man sich hier für eine Mühe gemacht hat, um hier wirklich runterzukommen. Vor allen Dingen dann in die Richtung, wo der zweite Stollen ist. Also es ist wirklich Wahnsinn, was die Leute von Aufwand betreiben. Oh. So, was wir hier sehen, ist der Stolleneingang 13. Und hier hat man tatsächlich auch gebuddelt. Auch wieder Hobbyschatzsucher. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also mehr ist von Stollen 13 nicht übrig geblieben und Stollen 13 geht ja auch nur ganz wenig rein. So, jetzt stehen wir am Stolleneingang Nummer 14, der ist hinter uns. Er ist komplett zugemacht worden. Ralf, du warst vor 10 Jahren da drin? Nee, ist schon länger her. 15 oder 18 Jahre ist her. So lange tatsächlich? Ja, wo wir als Kinder damals noch drin waren, wo man überall ein Loch gefunden hat, ist man halt noch rein. Gell? Und ich kenne es noch so, man sieht es noch deutlich, wie die Öffnung auch größer war. Das kam auch erst nachträglich. Mhm. Was finden wir denn da drin vor? Kannst du das uns mal kurz erklären? Wie sieht es da drin aus tatsächlich? Gut, im Internet finden wir auch Bilder dazu. Ansonsten ist der Stollen identisch mit den anderen. Er ist quadratisch. Eine Frage, also brauche ich dich gar nicht, kann ich alles im Internet finden. Ja? Abbruch, passt. Ach so. Er ist quadratisch und ist praktisch gesehen der längste von allen. Ja. Weil er soll ja die beiden Komplexe an der Ostseite mit der Westseite untereinander verbinden. Also quasi Stollen 12 mit dem nächsten, also 14 wäre dann der Verbindungsstollen. Richtig. Und dann geht es weiter mit der 15. 16. 16. Mit Stollenkomplex 16 da vorne. Ja. Die 15 ist auch nur ein paar Meter reingetrieben und ging dann nicht weiter. Mhm. Okay, ja, leider hat man es zugemacht. Es ist kein Reinkommen mehr. Also da durch das Stäbchen, was da noch drin ist, komme ich da auch nicht rein. Ansonsten mein Kopf passt tatsächlich rein. Das heißt, den Rest würde ich auch irgendwie hinterher kriegen. Kurz Schulter ausgekugelt, ab da rein. Keine Chance mehr. Das ist zugemacht. Das ist Stollen 14 und die Fledermäuse dürfen noch gucken. Das heißt, eine Fledermaus benutzen wir als Drohne, Kamera dran, die soll mal kurz durchfliegen. So, jetzt sind wir am Stollen Nummer 15. Ralf, was kannst du zum Stollen Nummer 15 sagen? Ganz ehrlich wenig, weil so kurz wie er ist, so wenig kann man dazu sagen. Der ist vielleicht noch 5-6 Meter lang. Und da verstehe ich auch nicht den Aufwand, diese Betonplombe davor zu setzen, dass man da nicht reinkommt. Wollte ich gerade sagen, also wenn er 5 Meter in den Berg reingeht, warum setzt man da so eine Betonplombe vor? Erschließt sich mir nicht, aber gut. Ich muss auch sehr ehrlich sagen, der Sinn des Stollens 13 wie auch 15 erschließt sich mir auch nicht. Wenn man sich die Karte nochmal anguckt, wie die Stollenanlagen ja nun gebaut wurden, sieht man eindeutig, dass die 14 ein Verbindungsstollen zur 12 und zur 16 werden sollte. Ja, korrekt. Aber wozu die beiden Stollen in der Kürze, die auch noch genau dazwischen stoßen, ja, man weiß es halt wieder mal nicht.
Wie so vieles im Jonastal, weil die Dokumente immer noch nicht freigegeben sind, ist alles rein spekulativ. So, der nächste Stolleneingang. Dicke Betonblombe drauf, also jetzt eine schöne Dachterrasse tatsächlich. Kann man schön drauf aushalten. Ralf, was können wir denn dazu sagen? Ja, lediglich haben sie die schon bereits früh nach der Wende zugemacht. Und wir befinden uns hier direkt über den Stollenkomplex 16/17. Über den Stollenkomplex 16 kursieren unter Interessierten die wildesten Gerüchte und Mythen. Da diese Stollen heute nicht mehr zugänglich sind, wird die Fantasie der Menschen besonders wild, da niemand mehr prüfen kann, ob die Erzählungen der Wahrheit entsprechen. Dort soll sich ein Zugang über ein Treppenhaus befinden, das zu tieferen Sohlen der Anlage führt. Diese Bereiche sollen durch Wasser überflutet sein. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesen Erzählungen? Werfen wir einen Blick in diesen Bereich der Stollen. Bereiten sich Spezialisten des Technischen Hilfswerks auf den Einstieg in Stollen 16 vor. Die Aktion des Innenministeriums hatte das Bundeskanzleramt veranlasst. Dort war ein Informant vorstellig geworden, der berichtete, dass in einem verschlossenen Raum 2 mit Kunstgütern beladene Wehrmachts-Lkw stünden. An der fraglichen Stelle könnte sich ein Torbogen befunden haben. Nur hier ist der Beton so fest, dass zum Durchbohren Spezialwerkzeuge benötigt werden. Ja, pass auf, die Hilt, die müsstest du runterlassen. Mit dem Bohrer. Du musst aber 2 Leinen dran machen. Im Boden unter der Wand wurde beim Stollenbau eine Drainage angelegt. Hier riecht es stark nach Treibstoff. Um Klarheit zu schaffen, wird eine Kernbohrung vorgenommen. Hinter dem Holz stößt die Bohrkrone auf loses Gestein und hakt sich fest. Denn der Bohrer stößt hinter Beton und losem Gestein auf gewachsenen Fels. Daraus schließen die Experten, dass sich an dieser Stelle kein Eingang befinden kann. Die Aktion lehrt, dass eine punktuelle Suche einem Lotteriespiel gleicht. Wenn sich hier wirklich ein Treppenhaus befinden sollte, dann hätte das THW wohl kaum eine Mauer durchbohrt, sondern wäre in tiefere Bereiche vorgedrungen. Die Blombe wurde durch Hobbyforscher erneut geöffnet und das löste einen Rettungseinsatz der Feuerwehr aus. Heute ist der Zugang versiegelt und es ist unmöglich, in die Stollen zu gelangen. Und dann hat man hier, weil hier noch ein Zugang zu der darunter liegenden Stollenanlage quasi sich befindet, hat man dann diese Plombe hier drauf gesetzt. Richtig. Du warst nie drin. Nee, hier war ich noch nicht drin. Ja. Das war nochmal der Stolleneingang. Also es ist jetzt so ist eine schöne Aussicht. Kannst du einmal so rüberfilmen? Also es ist eine wirklich schöne Aussicht hier. Ein schönes Fleckchen an der Sonne, würde ich sagen. Und mehr können wir dazu tatsächlich nicht sagen. Wir kommen hier nicht rein. Ist einfach Stahlbeton drauf gesetzt. So Freunde, das nächste Set. Wir sind schon wieder bei den Dreharbeiten. Schaut euch das mal an. Ich habe jetzt Pause. Ist das eine traumhafte Kulisse? Schaut euch das mal an. Eine richtig schöne Dachterrasse. Und hier gibt es jetzt erstmal lecker was zu trinken. Ja, also so kann man doch sein Wochenende auch schlechter verbringen. Eindeutig schlechter. Ist das geil? Ein absoluter Traum, Freunde. In dem Sinne, genießt euer Wochenende. So, jetzt schaut euch das mal an. Das ist alles vom Russen durch die Sprengung. Also dieser ganze Berg ist wirklich komplett abgestürzt, eingerutscht. Also das muss gerappelt haben, bis die Heide glüht. Ja, also da geht es wieder raus. Schaut euch das mal an, wie tief das hier runter geht. Also das muss eine gigantische Detonation gegeben haben. Es ist alles, ja, es ist alles weggesprengt. Also es ist unfassbar, was sich hier, und das sieht man ja von der Straße nicht, was sich hier tatsächlich aufgetan hat. Irre. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Jonastal. Unweit der Stollen 1 bis 12 befindet sich ein kleines Tal. Im Volksmund wird dieses als Raketental bezeichnet, da hier zu Zeiten der sowjetischen Besatzung Raketen stationiert waren. Die Sowjets haben dort 3 Bunker errichtet. Da dieser Ort auf dem militärischen Sperrbezirk liegt, konnten wir keine Vorortaufnahmen drehen. Angeblich soll sich unter den Bunkern die Eingänge zu den unterirdischen Bauwerken befinden. Die Sowjets sollen laut Zeugenaussagen der am Bau beteiligten Arbeiter die Bunker exakt auf die Zugänge gebaut haben. Diese Aussage wurde mehrfach an mich herangetragen. Als der Truppenübungsplatz von den Sowjets an die Bundeswehr übergeben wurde, interessierte sich die Bundeswehr besonders für die 3 kleinen Bunker im Raketental.
Pioniere der Bundeswehr rückten mit schwerem Gerät an. Sie sollen dort massive Erdarbeiten begonnen haben. Eines Nachts soll es dort zu mehreren Explosionen gekommen sein. Die Detonationen wurden gleich von mehreren Anwohnern wahrgenommen und schnell waren sie Stadtgespräch. Am nächsten Tag soll die Bundeswehr sich aus diesem Bereich zurückgezogen haben. Ich sprach über dieses Ereignis mit einem weiteren Anwohner. Dieser hatte eine äußerst interessante Geschichte dazu. Er sprach mit einer Dame, die Physikerin war. Als er sie auf das Raketental und die Explosionen ansprach, soll sie gesagt haben, Zitat, die glauben doch nicht, dass wir alles aufgeben, was hier früher begonnen wurde. Zitat Ende. Bei genauerer Nachfrage, wer die Dame gewesen ist und warum sie das Wort wir benutzte, bekam ich eine erstaunliche Antwort. Es gibt eine Organisation, die bis heute aktiv ist und bundes- und europaweit agiert. Es soll in Süddeutschland ein großes Anwesen geben. Dort ist eine von mehreren Zentralen der geheimen Organisation. Im Empfangsbereich des Anwesens sollen sich eindeutige Symbole mit Bezug auf den Nationalsozialismus befinden. Dort soll die Frau mehrfach zugegen gewesen sein. Von dort aus werden Leute rekrutiert, Entscheidungen getroffen und Befehle ausgegeben. So wurde mir berichtet. Hier soll auch entschieden worden sein, dass im Raketental das Geheimnis zu den unterirdischen Anlagen auch weiterhin gewahrt werden soll. Man befahl die Sperrsprengung im Raketental. Diese wurde von den operativen Kräften ausgeführt. Angeblich soll diese Organisation militärische Strukturen aufweisen. Wie sie sich finanziert, ist unklar. Im weiteren Verlauf des Gespräches sagte man mir, dass von dort aus weitere Aktionen geplant und durchgeführt wurden. So soll, wann immer Radioaktivität an die Oberfläche dringt und diese erkannt wird, ein Trupp beauftragt werden, der sich um dieses Problem kümmert. Es soll unterirdische Aufräumaktionen geben. Auch sollen sogar ganze Teile von unterirdischen Anlagen geflutet worden sein. Das Wasser soll dann die ionisierende Strahlung abschirmen. Dieses Prinzip ist aus Abklingbecken von Atomkraftwerken bekannt. Auch soll durch diese Organisation das Eindringen in die Anlage verhindert worden sein, da man dort ganze Teile durch Sperr- und Vernichtungssprengungen unauffindbar und unpassierbar gemacht haben soll. Was es mit dieser Organisation auf sich hat, lässt sich für mich nicht nachprüfen. Ob es sich lediglich um Geschichten handelt, die in den Köpfen der Menschen entstanden sind, darf jeder für sich selber entscheiden. Doch an jeder Geschichte steckt bekanntlich ein Fünkchen Wahrheit. Viele Menschen, die sich mit dem Jonastal und den Geheimnissen aus dem Krieg beschäftigen, glauben vehement diese und weitere Geschichten. Aufrichtig und mit voller Überzeugung wurde mir diese Sache zugetragen. Man war sich zwar stets bewusst, dass nicht alles so spektakulär ist, wie es erzählt wird, aber man ist sich sicher, dass bis heute Kräfte am Werk sind, die diese Geheimnisse auch weiterhin zu wahren haben. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Betrachten wir die Umstände des deutschen Atomprogrammes genauer. Laut jetzigem Geschichtsstand soll das Dritte Reich mit seinem Atomprogramm deutlich zurückgeblieben sein. Doch durch das ZDF veröffentlichte Dokumente bringt diese Theorie gehörig ins Wanken. Dass die Deutschen doch die deutsche Atombombe geschaffen haben. Doch neue Indizien und bislang unbekannte Dokumente sprechen eine andere Sprache. Sehr interessant ist eigentlich der Bericht des Marschall Zhukov an Stalin über das deutsche Atomprojekt. Die neuen Quellen sind vorhanden. Das Wichtigste ist doch meiner Meinung nach die Aussage, dass die Deutschen die deutsche Atombombe doch geschaffen haben. Das ZDF hat Beweise für eine deutsche Atombombe. Das ist auch mit den Aussagen des Leibwächters von Adolf Hitler, Rocho Smisch, deckungsgleich. Wollte ich ihn mal einfach befragen, was er zu dem Thema Atombombe weiß. Und hat er nur gemeint, dass der Hitler selber sagte, es gibt Forschung und die soll vorangetrieben werden, aber er will sie niemals einsetzen. Es soll mehrere erfolgreiche Tests dieser revolutionären Waffe gegeben haben. Die Spur führt auch nach Thüringen. Unweit der Jonastalstollen soll es mindestens einen Test gegeben haben. Das geht aus überprüften Quellen des ZDF hervor. Doch wenn dem so ist, dann sollte man in diesem Bereich doch erhöhte Strahlenwerte feststellen können. Wenn es hier radioaktive Experimente gegeben hätte, dann müsste sich das heute noch nachweisen lassen. Tatsächlich wurde das Gebiet schon oft auf Verstrahlung untersucht. Erst im vergangenen Jahr waren ein Strahlenexperte des Umweltamtes und ein Atomphysiker der Uni aus Ilmenau auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf. Ihre Messungen zeigten zwar keine akute Gefahr, gaben aber dennoch Rätsel auf.
kann nicht von Natur aus sein. Es muss also mit diesen Sachen operiert worden sein. Und nach 40 Jahren ist etwa, oder 50 Jahren, sind noch so kleine Restbestände übrig geblieben, wo so eine lokale Verschiedenheit vorhanden ist. Bodenproben, die vom ZDF mit Absprache der Bundeswehr genommen wurden, weisen ebenfalls auf Zerfallsprodukte von Kernwaffen hin. Bei weiteren Analysen will man jedoch keine Spuren von solchen Tests gefunden haben. Kann auch hier nicht sein, was nicht sein darf? Hat das ZDF zu gut und zu weit recherchiert und wurde hier der staatliche Stempel der Vertuschung aufgedrückt? Auch Dokumentarfilmer wie der renommierte Tino Struckmann vom Kanal Lost Battlefields. Look at this. Fuck. This is where they said there was supposed to be a hidden nuclear reactor. Look at this thing going. Und weitere Forscher fanden erhöhte radioaktive Werte rund um das Jonastal. War das Dritte Reich in der Lage, Kernwaffen zu konstruieren und diese erfolgreich zu testen? Glaubt man den sowjetischen Geheimdienstberichten? Dann schon. Doch wie weit kamen die deutschen Techniker? In sowjetischen Dokumenten ist von 2 Atomtests die Rede in Thüringen. Das sind Berichte von Agenten des sowjetischen Militärgeheimdienstes GRU, heute im Bestand des russischen Präsidenten. Der wichtigste Grobbericht ist vom 23. März 1945 datiert, praktisch Ende des Krieges, über Durchführung des Testes. Auch sowjetische Spezialisten stufen die Atombombe basierend auf dem Implosionsprinzip als plausibel ein. Schon vorher, im November 1944, hatte ein Agent von Vorbereitungen berichtet. Die Deutschen stehen im Begriff, Tests einer neuen Geheimwaffe durchzuführen, die eine große Zerstörungskraft besitzt. Die bereitstehende Bombe hat einen Durchmesser von 1,5 Metern. Sie besteht aus ineinander gefügten Hohlkugeln. Der wissenschaftliche Leiter des sowjetischen Atomprojekts Kurtschatow erhält einen weiteren, noch brisanteren Geheimbericht. Er schätzt den vorliegenden Plan zum Bau einer Kernspaltungsbombe nach dem Implosionsprinzip als plausibel ein. War das Dritte Reich in der Lage, Kernwaffen zu konstruieren und diese erfolgreich zu testen? Im Bericht heißt es: Unsere zuverlässige Quelle aus Deutschland teilt mit, die Deutschen haben in Thüringen 2 Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Bis zu einer Entfernung von 600 Metern wurden die Bäume gefällt. Die sich im Explosionszentrum befindenden Kriegsgefangenen sind umgekommen, wobei häufig von ihnen keine Spur blieb. Außerdem wurde ein starker radioaktiver Effekt beobachtet. Besonders interessant war die Beschreibung der Vernichtungsfaktoren nach der Explosion. Die sind für die Atomwaffe typisch. Das bedeutet, dass der Agent entweder unmittelbar am Test teilgenommen hat oder saß ein bisschen höher und bekam vollzählige Informationen über den Test. Der Urheber der Berichte ist eine bewährte und überprüfte Quelle, die in den höchsten Positionen des Dritten Reiches gesessen haben und sich mit der Kernphysik bestens ausgekannt haben muss. Wir wissen ganz genau, es ist eine bewährte, überprüfte Quelle gewesen. Diese Quelle hatte Zugang zu Bereichen der SS, die mit Waffenentwicklung im Atombombenbereich vertraut waren. Reich und qualifiziert das Dokument ist. Dies kann unmöglich von einem gewöhnlichen Agenten stammen, sondern von einer speziell ausgebildeten Person, die entsprechende Kenntnisse besitzt. Da ist alles so genau beschrieben, als würde es vom Erfinder der Bombe selber kommen. Auch erkennen Experten fortschrittliche Bauteile in der deutschen Konstruktion, die in moderne Waffen Einzug erhalten hat. Sowjetische Physiker erkennen in dem deutschen Konstruktionsplan sogar fortschrittliche Elemente, wie die Verwendung einer Hochspannungsentladungsröhre, die später Eingang in modernere Waffen gefunden hätten. Ein sowjetischer Kernwaffenexperte macht eine erschütternde Aussage, die die jetzige Geschichtsschreibung eindeutig und nachhaltig verändert. Sie ist wie eine Kopie unserer Bombe oder unsere ist die Kopie. Sergei Lev Davidow hat selbst sowjetische Atombomben getestet. Und er zieht einen verblüffenden Vergleich. Sie ist wie eine Kopie unserer Bombe. Oder unsere ist die Kopie. Marschall Schukow berichtet Stalin von den guten Resultaten des deutschen Atomprogrammes.
Stalin interessiert bei Kriegsende vor allem eins: Wie weit sind die Deutschen tatsächlich gekommen? Marschall Schukow berichtet ihm im Herbst 1945: Die Deutschen haben gute Resultate auf dem Gebiet der theoretischen und praktischen Erforschung und Anwendung der Kernenergie bis hin zum Bau einer Atombombe erreicht. Einem skrupellosen Diktator berichtet man mit Sicherheit keine Unwahrheiten, denn das könnte empfindliche Konsequenzen nach sich ziehen, die bis zum Tod führen konnten. Auch hier hat die nachrichtendienstliche Stelle nachweisbare Quellen vorgelegt, bevor diese Meldung an Stalin persönlich übermittelt wurde. Der Schukow-Bericht versuchte auf der Grundlage der Informationen, die die Rote Armee in der sowjetisch besetzten Zone Deutschland sammeln konnte, nachzuweisen, welchen Kenntnisstand und vor allen Dingen Forschungsstand die deutschen Atomwissenschaftler haben. Die Sowjets sind zu dem Schluss gekommen, dass die Deutschen es bis zur Entwicklung einer Atomwaffe geschafft hätten. Auch diese Aussage dürfte die Geschichtsschreibung nachhaltig verändern. Auf Grundlage der gesammelten Informationen kam man schließlich zu dem Schluss, die Deutschen hätten es tatsächlich bis zur Entwicklung einer Atomwaffe geschafft. Nicht nur die Sowjets hatten Kenntnis über einen Atomwaffentest der Deutschen, auch die US-Streitkräfte haben von diesem Test erfahren, doch ist die Quelle der Amerikaner eine andere. Über den Test einer neuartigen deutschen Waffe in Thüringen ist nicht nur der sowjetische Generalstab Ende März informiert worden, sondern auch der Oberkommandierende der amerikanischen Streitkräfte Eisenhower. Er erhielt einen Report eines deutschen Offiziers, der diesen Test gesehen hat. Doch damit nicht genug. Auch der französische Geheimdienst war in Kenntnis über diesen Test. Die Franzosen sprechen von einer technischen Revolution. Auch ein französisches Geheimdienstdokument vom April 1945 beschreibt den Test mit einer sogenannten elektroatomaren Bombe. Es handle sich um eine technische Revolution. Nach dem Fall des Dritten Reiches machten sich Spezialeinheiten an die Arbeit. Sie fanden Beweise, die so erdrückend waren, dass sie postwendend an Washington weitergeleitet wurden. Des militärischen Geheimdienstes untersucht das Gelände und macht dort Funde, die den Leiter der Mission, Colonel Keck, veranlassen, sofort einen Bericht nach Washington zu schicken. Die Deutschen haben sich einer Lösung stark genähert. Auch dieser Bericht lässt die Fassade der heutigen Geschichtsschreibung bröckeln. Hier stellte ich fest, dass die Deutschen bei der Entwicklung von Atombomben weit gekommen waren. Ihr Fortschritt war beachtlich und spricht dafür, dass sie sich einer Lösung stark genähert hatten. Man bedenke, dieser Bericht entstand kurz nach Einnahme Thüringens. Doch sind die Unterlagen der Amerikaner bis heute noch geheim. Selbst was gefunden wurde, kann nicht genau gesagt werden, da diese Akten in Gänze aus den bekannten Unterlagen verschwunden sind. Entwicklung von Atombomben die Rede. Ob Dokumente gefunden worden sind oder anderes gefunden wurde, das wissen wir bisher nicht. Zumindest deutet es darauf hin, dass in Hillers Leben Entwicklungen passierten, von denen wir bisher gar keine Ahnung hatten. Doch warum gibt man die Unterlagen nicht frei? Warum wird durch das ZDF aufgedeckt, dass die Geschichte der Atombombe umgeschrieben werden muss? Wollte man die deutschen Erfolge über die schrecklichste von Menschenhand erschaffene Waffe als Sieg für sich verbuchen? Warum darf über die Geschichte im Jonastal nicht umfassend berichtet werden? Auch eine amerikanische Spezialeinheit mit Namen Alsos hat den Auftrag, nach Hinweisen auf eine deutsche Atomwaffenentwicklung zu suchen, nach Reaktoren und Zentrifugen, mit denen man waffenfähige Spaltstoffe herstellen kann. Und woher stammen die spaltbaren Materialien der Kernwaffenforschung? Wurden diese Stoffe mit Hilfe von Teilchenbeschleuniger unter dem Truppenübungsplatz geschaffen? Es deutet viel darauf hin. Jetzt verfolge ich die Spur des deutschen Kernwaffenprogrammes. Zu meiner Verwunderung wurde mir ein Angebot gemacht, welches mich und mein Team verwunderte. Mein Team war der Meinung, auf dieses Angebot nicht einzugehen. Und auch mir blieben erhebliche Zweifel. Ich entschloss mich, wider erwartend und unter großen Bedenken seitens meines Teams das Angebot anzunehmen. Die Vorgehensweise und das Ergebnis überraschte mich gleich mehrfach. So, jetzt sind wir wieder im Fahrzeug. Die Sonne bleibt stetig aber. Oh, man hört's. Also ganz komische Geschichte. Auf uns kam jemand abends, also auf mich in der Kneipe zu, wollte mit mir alleine sprechen. Ich sag, jo, können wir machen. Gesprochen und er sagte, ich kann dir den Ort zeigen, an dem die erste Atombombe der Welt gezündet wurde. Ich sag, gut, wo ist denn das? Das würde er mir nicht sagen, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wo es ist. Er sagte nur, wir treffen uns morgen, da und da.
Und das war an einem Waldrand. Da habe ich mein Auto hingestellt, also er stand da alleine und ich sollte alleine kommen. Also nicht einen Ralf irgendwen mitbringen, sondern ganz alleine. Ralf hatte auch keine Ahnung, wo es hingeht. Nee. Man sagt das nur, ich habe das dann anderen Leuten da erzählt mit denen und da sagten viele, geh da besser nicht hin. Hat aber keiner gesagt, warum. So, ich habe mich dazu entschlossen, das zu machen. Ich komme da angefahren, da steht dieser Mensch dann schon, ich habe ihn erkannt von der Kneipe, bin dann mit ihm, sagt er auch, so jetzt Kamera, nicht filmen. Er wollte, seinen Namen wusste ich nicht, er wollte nicht mit auf die Kamera drauf, also ich durfte in seinem Bereich keine Aufnahmen machen. Und er sagte, auf dem Weg dahin wird auch nicht gefilmt. Also nur da und nur den Boden, nicht die Umgebung, irgendwas zeigen. Und er hat es auch nochmal kontrolliert nachher. Er wollte alles von mir nochmal gucken. Dann bin ich mit ihm gefühlte 2,5 bis 3 Stunden durch den Wald gelaufen. Erst war es schön und als wir dann an dieser großen Wiese waren, war übelstes Schneegestöber. Also da ging es dann schon los. So, wir waren jetzt tatsächlich ewig unterwegs. Also wir sind einfach durch so einen Wald durchmarschiert. Gefühlte 2,5 bis 3 Stunden und jetzt sind wir auf einer Wiese und irgendwo hier soll tatsächlich die erste Atombombe der Welt gezündet worden sein, nämlich 1944 und das wollen auch Leute beobachtet haben. Wir gucken mal, was wir hier so finden. Also ich darf nicht viel zeigen, man hat gesagt extra nicht zeigen, wo es ist und als der Mann in der Kneipe mich ansprach, haben mir viele davon abgeraten, hier hinzugehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt genau bin. Wir sind irgendwo mit dem Auto rangefahren, da sagte er, jetzt hier müssen wir in den Wald, dann guckt er auf die Karte und dann sind wir losmarschiert. 2,5, 3 Stunden locker. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwelche Spuren von dem ersten Atomwaffentest der Welt finden. Er sagte dann, ich sag dann, führ mich dahin, sagt er, nee, mitten auf der Wiese ist das. Ich sag, kommst du nicht mit? Nee, er hat am Waldrand gewartet. Also mein Local ist jetzt auch an der Waldkante stehen geblieben. Er sagte, ich soll hier alleine hingehen. Und wir haben hier, ich habe es einfach mal auf den Boden gelegt, 014, 013, 014 schwankt. Und irgendwo hier soll es gewesen sein. Also auf dem Meter genau kann man mir das natürlich nicht sagen. Aber der Wert ist halt, geht sogar runter 011, 010. Also wirklich erhöht. Anzeichen dafür finde ich jetzt hier gerade nicht. Ich laufe mal weiter und mache noch ein paar Messungen. Also nochmal eine Messung. Hier sind wir auch wieder bei 010. Ich bin jetzt noch mal ein Stück gelaufen. Also wirklich erhöhte Strahlenwerte finde ich hier nicht. Ob jetzt hier wirklich eine A-Waffe, ob das schon verfallen ist, die Radioaktivität, das weiß ich alles nicht. Also auf jeden Fall haben mir mehrere Leute davon abgeraten, dieses Gelände hier zu betreten. Ich habe keine Ahnung warum, ist für mich ein Wald und eine Wiese. Und mehr Informationen habe ich darüber nicht. Auch hier sind tatsächlich dieselben Werte. 0,13, also das liegt wirklich im normalen Bereich, also zwischen 0,06 und 0,12 ist der Normalwert. Ihr seht selber, also Strahlenbelastung ist hier im völlig normalen Bereich. Und wir sind bei 0,08, also hier oben 0,07. 0,08, also hier oben ist die Hintergrundstrahlung sogar noch ein bisschen geringer. Aber was es jetzt hier mit sich auf sich hat, ich darf es nicht rumzeigen. Also er hat mir extra gesagt, das Gelände nicht filmen, nur auf dem Boden. Und er will sich die Aufnahmen später auch anschauen, ob ich irgendwas gefilmt habe, was ihm dann missfällt. Und er will anonym bleiben. Also es ist wirklich eigenartig, warum die sich hier so verhalten. Und warum haben mir so viele davon abgeraten, mich hier aufzuhalten. Ich weiß es nicht. Also hier sind wir wieder in dem Bereich 13, 14 Mikrosievert tatsächlich. Aber ich kann hier nichts an Strahlung feststellen. Und ich zeige jetzt mal ein bisschen, also es ist einfach nur eine Wiese im Schneegestöber. Also es ist heftig am Schneien. Deswegen breche ich hier auch ab. Also hier finde ich nicht mehr viel. Auf dem Rückweg werde ich noch ein paar Messungen anstellen. Ich habe jetzt hier noch mal so ein kleines Löckskis gefunden. Und jetzt messen wir hier, also 0,06 genau im erträglichen Bereich, geht ein bisschen höher. Aber auch hier alles nur natürliche Hintergrundstrahlung. Also nichts Auffälliges. Nichts bei gedacht. Das Feld marschiert, habt ihr ja gesehen, die Messung gemacht. Und ganz kurios war, es fuhren da ein paar Autos in dem Gebiet rum. Ich wusste aber nicht, was da ist. Also ich habe mich da ganz normal bewegt. So, und die fuhren in seine Richtung. Freunde vielleicht, ich wusste es nicht, keine Ahnung. Ich habe dann da weiter meine Sachen gemacht, die Autos waren weg. Ich bin an den Wald und der Typ war nicht mehr da. Ich stand da Mutterseelen alleine. Hab dann versucht irgendwie so den Rückweg, man kann sich das ja alles nicht merken. Er stand ein Stück weiter und sagte, er ist von den Autos in Deckung gegangen. Ich sag, ja,
Toll. Also auf jeden Fall hat er auf mich gewartet. Ich habe nichts messen können. Aber der Ralf du hast auch noch was oder ein anderer Ort, wo man eine Atombombe also damals gezündet hat. Du hast da auch eine Geschichte zu, ne? Mit der Frau, die das gesehen hat, oder? Ja. Was war denn da? In Arnstadt wird sich rumerzählt, beziehungsweise ist es so überliefert, dass das Fräulein von der Wachsenburg, die Claire Werner, an ihrem Geburtstag 1945, früher 45, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, von der Wachsenburg aus einen Blitz gesehen haben soll, wo eben eine Bombe gezündet wurde. Ob es die Atombombe war, ist jetzt nicht bekannt, aber sie kann sich deutlich daran erinnern, dass da ein enorm heller Blitz nachts gezündet wurde. Also von der Burg aus, ne? Von der Wachsenburg aus. Sie kann sich da so gut dran erinnern, weil sie Geburtstag hatte, wie du es ja schon gesagt Genau. hast. Und deshalb hat sie wohl da hingeguckt, dieser helle Blitz. Und jetzt sagt man natürlich, pass mal auf, da wurde der erste Atomtest gemacht. Irgendwo im Thüringer Wald. Es muss ja irgendwo da dann im Bereich sein. Also es liegt jetzt in der Richtung, ja? Ja, da, oder? Etwas weiter links. Da, ja. Da. So in dem Bereich. Also Ja. da hinter dem Berg quasi ist die Senke, ja? Richtig. Alles klar. Da liegt das Dreieck. Ja. So, wir sind jetzt hier oben auf dem Berg. Hinter uns ist die Wachsenburg und hier ist im Jahre 1944 oder 45? 45. Was, 45? Ja. Okay. Und hier ist im Jahre 1945 was passiert. Was ist denn hier passiert? Das kannst du uns, denke ich mal, erklären, ne? Ja, hier oben hat auf der Burg das Burgfräulein, die Claire Werner, gewohnt. Und sie hat in der Nacht zu ihrem Geburtstag einen deutlichen hellen Blitz hier drüben im Bereich des Dreiecks zwischen Röhrensee und den großen Tambuch. Das ist in dem Bereich, ne? Wo da die Senke ist. Ja. Da drinnen soll wohl eine Explosion mit großer Kraft stattgefunden haben. Ja, also nachher soll Claire Werner tatsächlich ausgesagt haben, dass es ein heller Blitz war. Ein kurzfristiger heller Blitz, der dann weg war. Und das war ihre Aussage zu dieser besagten Nacht im Jahre 1945. Das hat sie auch bis zum Schluss tatsächlich auch vehement verteidigt, dass sie das mitbekommen hat. Und sie konnte sich auch nur so genau daran erinnern, weil sie an dem Tag Geburtstag hatte. Deswegen blieb ihr das alles in Erinnerung, weil sie ihre Gäste da hatte. Und ja, an Tagen, wisst ihr selber, wenn dein Geburtstag ist, da kannst du daran erinnern, was da passiert. Man merkt es sich, ja. Man merkt es sich. Ne? Und wie gesagt, das war hinter uns in dem Bereich. Das heißt, hinter dieser Bergkuppe soll sich tatsächlich im Jahre 1945 der erste Atomwaffentest der Welt ereignet haben. Ja, dann ist noch zu sagen, also die Alliierten waren ja auch da. Dann hier haben mit Claire Werner gesprochen, aber die hatten halt erstmal ein anderes Ziel. Also sie wussten erstmal noch nichts von diesem Test, nämlich sie sind davon ausgegangen, dass Adolf Hitler hier seine letzte Zuflucht hatte, dass der hier in der Feste untergezogen ist. Und das sagte man ihr auch tatsächlich ganz deutlich von amerikanischer Seite, dass man ihn hier vermutet. Ich blende es mal ein. Die Einheiten, die von Norden her das Tal umgingen, besetzten auf dem Weg nach Arnstadt die Feste Wachsenburg. Diese weckte nicht nur wegen ihrer strategisch günstigen Lage das Interesse der Amerikaner. Claire Werner hatte bis zuletzt Wehrmachtsangehörige in ihrer Burg einquartiert. Der US-Offizier, der sie verhörte, suchte hier jedoch nach einer ganz bestimmten Person. Der wollte wissen, ob Hitler denn in der Burg Zuflucht gesucht hätte. Ich musste erst lächeln und sagen, wieso? Ausgerechnet in einer Burg wird man ja doch nicht Zuflucht suchen, wenn man sich verstecken will. Aber er hat trotzdem nicht nachgegeben und ich hatte das Gefühl, er wollte die Burg auch gern mal sehen. Er wollte unbedingt noch bis in den letzten Keller hinein. Und da fragt er, nein, aber Hitler muss doch hier sein. Ich wusste, dass da so ein On-dit geht, Hitler sei auf der Wachsenburg, aber das stimmte gar nicht. Also auch hier zu dieser Wachsenburg gibt es halt ganz viele Sagen, Mythen, Legenden, wie alles. Wie gesagt, das Einzige, was wirklich hängen geblieben ist Claire Werner, die bis zum Schluss halt das vehement verteidigt hat, dass sie in dieser besagten Nacht diesen Blitz gesehen hat, diesen hellen, kurzfristigen Blitz. Die Deutschen haben in Thüringen 2 Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Also es geht bis heute immer noch rum mit der Atombombe und. Also da, wo sie gezündet werden oder gezündet sein sollte. Also ich konnte keine erhöhte Strahlung feststellen. Ob das da jetzt war und wenn, es soll ja nur eine sehr, sehr kleine Atombombe gewesen sein. Wie so eine schmutzige Bombe von der Menge her an dem Uran oder irgendwas. Ob man da nachher Boden abgetragen hat oder ob da was draufgekippt wurde, man weiß es ja nicht. Auch wie die Halbwertzeiten sind, was es denn war. Vielleicht war es da wirklich
Man weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall war das eine spannende Geschichte. Ich habe es alleine gemacht. Ralf hat auf mich gewartet. Ja, es bleibt spannend. Und von diesen Sachen haben wir noch viel mehr. Uns haben so viele Leute angesprochen. Es hat sich rumgesprochen, dass hier wieder ein Kamerateam unterwegs ist, die sich für die Anlagen interessieren. Doch warum konnte ich an den vermeintlichen Ort des weltersten Atombombentests keine erhöhten radioaktiven Werte wahrnehmen? Wurde ich zu dem falschen Ort geführt? Warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen solchen Aufwand zu betreiben, um mich in die Irre zu führen? Die Person will dort selber extrem erhöhte Radioaktivität festgestellt haben. Wo genau dieser Ort war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Doch sollte hier wirklich Kernwaffen zur Detonation gebracht worden sein, dann sollte es dafür Anzeichen geben. Wurden diese beseitigt oder waren die Tests so abgeschwächt, dass heute keine Anzeichen mehr vorhanden sind? Sollten die Dokumente vom ZDF und die dazugehörigen Aussagen der Experten zutreffend sein, dann muss die Geschichte neu geschrieben werden. Es geht spannend weiter. Ich werfe einen genaueren Blick auf die geheime Organisation, das Atomprogramm des Dritten Reiches, das Trägermedium der Kernsprengköpfe und die auf die bis heute erhaltenen Dokumente. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.